Hallo, da bin ich mal wieder. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und weil es bei dem heutigen Bild sich um ein Geschenk handelt oder weil es gut werden muss, werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie man die Keile in den Keilrahmen einfügt. Denn das macht auch immer Eindruck. Die meisten sagen, man braucht es nicht, aber wenn man sie eingefügt hat, wirkt es doch sehr professionell. Ihr seht, diese Keile haben immer eine lange Seite, und also gerade Seite und eine schräge Seite. Und hier in den Keilrahmen gibt es immer zwei Schlitze, Slots, einen unteren und einen oberen. Und um diese Keile anzubringen, nimmt man also die gerade Seite zum Rahmen hin, den unteren Schlitz zuerst, fügt es ein, aber drückt nur ganz leicht an. Man drückt nur ganz leicht an. Wieder die lange Seite, nicht die lange, die gerade, die ist ja sogar etwas länger, die gerade Seite zum Rahmen hin, den oberen Schlitz und einfügen. Nicht festdrücken. Gerade Seite, unterer Schlitz zuerst, gerade Seite als zweites den oberen Schlitz. Nochmal, weil es so schön war. Die gerade Seite zum Rahmen hin in den unteren Schlitz, nur ganz leicht andrücken und dann den oberen Schlitz, gerade Seite zum Rahmen, mit der Spitze natürlich reinstecken, gerade Seite zum Rahmen, Spitze, oh, jetzt habe ich so, gerade Seite zum Rahmen, unterer Schlitz, gerade Seite zum Rahmen, oberer Schlitz. Dann sitzen die Keile richtig und es ist also so, man macht sie nicht fest, aber wenn man sie dann verschenkt, wenn man das Bild verschenkt und es kommt beispielsweise in ein ganz anderes Klima mit viel Feuchtigkeit und auf einmal wird das hier locker, was eigentlich trommelhart gespannt sein soll, dann kann der Kunde, der ja nun wirklich nicht wissen kann, wie diese Dinger eingesetzt werden, hingehen und dann wirklich mit einem Hammer die reinschlagen, sodass das Ganze wieder gespannt wird. Also das ganz Festdrücken überlässt man dem Kunden. So, jetzt bereite ich erstmal wieder mein Bild vor, wie immer, auf kleinen Hütchen. Meld mich gleich wieder. So, diejenigen, die meine neueren Videos schon kennen, die wissen, dass ich mit Pins kleine Gefäße unter die Leinwand mit, ja, kleine Gefäße mit Pins befestige und dass ich dann immer das Bild hinlegen kann, wie ich will, und es immer hoch steht und ich nicht immer fühlen muss, wo sind die Cups, dass mir das nicht runterfällt. Diese Leinwand ist 60 x 20. Ein neuer Trick, den ich irgendwo gelesen habe, ich glaube sogar in den Kommentaren hier zu einem meiner Videos von euch, ist eine neue Methode, um Weiß gleichmäßig zu verteilen als Hintergrund und um Farbe zu sparen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar hier ringsum die Leinwand versehen mit Malerkrepp. Wenn ich das habe, melde ich mich wieder. So, wie ihr sehen könnt, habe ich ringsum Malerkrepp angebracht. Ein bisschen sprühe ich die Leinwand mit Wasser ein, wie immer. Das kennt ihr ja auch schon von mir. Und ich werde gleich Weiß benutzen als Untergrund. Und ich werde, wenn das klappt,
das Überschüssige hier wieder reinlaufen lassen und diesen Becher dann behalten und immer wieder für Weiß verwenden. Ich muss jetzt mein Weiß erstmal überprüfen auch, weil es ist zwar in einem Container luftdicht verschlossen, aber trotzdem muss man vor jedem neuen Bild mal kurz überprüfen, ob die Konsistenz noch stimmt. Es kann nämlich trotz versiegeltem Container, luftdichten Container, irgendwie Wasser verlieren. Fragt mich bitte nicht warum, ist so. Ich melde mich gleich wieder. Vielleicht sogar ein bisschen zu dünn. Hoffentlich hat man das jetzt gesehen. Für die Hintergrundfarbe ist es sogar günstig, wenn sie etwas zu dünn ist. Ich mache jetzt den ganzen Becher voll. So. Und dann kann ich vermutlich hier wieder was zurückgießen. Ich versuche diesen Trick jetzt einfach mal, ob der gut ist, ob der klappt. So, dann wollen wir mal sehen. Jetzt kann man ja ruhig großzügig hier gießen. Wenn das klappt, verschwendet man ja nichts. Geht nichts verloren. Ich lasse es in alle 4 Ecken laufen. Überall an den Rand laufen. Um sicher zu gehen, dass die Farbe dann auch gleichmäßig ist. Jetzt ist die Farbe natürlich sehr, sehr dick. Sehr, sehr dick aufgetragen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das klappt, was mir jemand im Kommentar geschrieben hat. Ich könnte mir denken, ja. Fast. Fast. Ich habe natürlich jetzt auch hier so ein langes Ding, 20 x 60. Ich habe Angst, gegen das Tablet zu stoßen. Aber sieht doch so aus, als wäre ich in der Lage, die Hauptsache, das Hauptsächliche von diesem Untergrund wieder aufzufangen in meinem Becher und dann von dem Becher aus, ich mache gleich noch weiter, wenn ihr nicht mehr dabei seid, von dem Becher aus mit dem Trichter zurück in meinen Container. Ich melde mich gleich wieder. So. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr auch jetzt wieder erkennen, es läuft alles in einem Strang runter. Die Konsistenz ist ideal. Und ich muss sagen, ich bin selbst überrascht, wie viel ich da jetzt von diesem Untergrund wieder retten konnte. Ist nicht schlecht. Der Becher ist doch schon wieder recht voll. Und jetzt kommt ihr wieder zurück und man hat nichts oder so gut wie nichts verschwendet. Jetzt muss ich natürlich das Band wieder abmachen. Das kann ich nicht mit Handschuhen. Ich melde mich gleich wieder. Toll! Also herzlichen Dank an diejenige, die mir das in einem Kommentar geschrieben hat. Ich glaube, das war so, oder? Es war in einer Gruppe, einer Pouring-Gruppe im Netz, dass ich das gelernt habe.
Und gleichzeitig ist auch am Rand das Überschüssige noch runtergelaufen, sodass ich jetzt hier mit ganz, ganz wenig Mühe, mein Spiegel steht hier auch bereit, dass ich mich auch um die Seiten kümmern kann und die also somit auch schon gleich mitgestrichen sind. Sehr schön. Und das kann ich dann wieder hier rein tun. Und dann lässt man so eine Schicht in den Becher, der wird dann trocken. Und dann kann man das diesen Becher auch immer wieder für reines Weiß benutzen. Ja, okay. Das nächste, was ich mir überlegt habe, ist, um ein schönes Bild zu haben, braucht man eine große Leinwand. Je größer die Leinwand ist, desto beeindruckender ist das ganze Bild. Ich hatte jetzt vor Silvester ein Feuerwerk gemalt. Meist male ich ja nur auf kleineren Leinwänden, wegen des Platzes. Ich habe keinen Platz, um das zu filmen mit großen Leinwänden. Und dieses Feuerwerk, ich werde es euch verlinken, hätte viel besser gewirkt, wenn es auf einer großen Leinwand gemalt worden wäre mit einem riesigen schwarzen Hintergrund. Also ein weiterer Tipp, Tipp Nummer 2, neben der glatten Oberfläche ohne Verschwendung eine große Leinwand. Ich mache jetzt die Luftblase mit einem Butanbrenner raus und dann melde ich mich wieder. Der nächste Trick, den ich mir ausgedacht habe, ist: Nehmt Regenbogenfarben. Regenbogenfarben kommen immer gut an, gefallen eigentlich jedem. Damit kann man schöne Dinge gestalten. Ich habe mir das so gemerkt, von Ultraviolett bis Infrarot. Und ich benutze 7 Farben: Violett, Dunkelblau, Türkis, Hellgrün, Gelb, Orange und dann Rot vor Infrarot. Von Violett bis Rot. Ich benutze die Farben All-in-One, die ich auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe. Da ist alles schon drin, Farbe und Medium und wahrscheinlich auch Öl. Und dann benutze ich meine eigenen für das, was nicht da war, nämlich für Dunkelblau und für Hellgrün benutze ich meine selbst angemischten Farben, weil, ja, die wollte ich haben in meinem Regenbogen. Achso, ich wollte noch sagen, ich nehme diese All-in-One-Farben, denn ich werde euch das Video verlinken. Bei der Verarbeitung haben die mir nicht zugesagt. Die sind miteinander verlaufen und dann haben alles braun gemacht. Und das gefällt mir natürlich nicht. Jetzt wollte ich sie auf einem Bild verwenden, wo sie nicht aneinander laufen. So, jetzt muss ich das hier, ist ja 60 durch 7 teilen. Das ist dann etwas weniger als 10 cm. Ich melde mich gleich wieder und bereite die Farben vor. Der nächste Trick, den ich mir ausgedacht habe, ist: Benutzt eine Methode, die einfach ist, habe ich zuletzt gesagt. Das heißt also mit wenig Farbe. Das ist schon mal bei diesen teuren All-in-One-Farben, unterscheidet sich kaum, sowieso anzuraten. So, und hier habe ich jetzt mal angehalten. Ich habe die Farben von den All-in-One ausgegossen in der Reihenfolge des Regenbogens. Und jetzt möchte ich es euch und eurer Fantasie überlassen, was ihr aus diesem Strich jetzt gemacht hättet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte es ausziehen
mit einem Pinsel oder mit der Rückseite eines Pinsels oder einem Malmesser und ganz filigrane Strukturen erhalten. Oder man kann auch, wie ich es getan habe, blasen mit einem Strohhalm beziehungsweise mit einem kleinen Gebläse, wenn man nicht so viel Luft hat. Das Gebläse findet ihr auch in meinem kleinen Amazon-Shop. Es dient eigentlich dazu, Keyboards und sowas vom Staub zu befreien. Oder man kann, und das habe ich gemacht, mit Vehemenz blasen mit dem Strohhalm, sodass richtige Spritzer entstehen. Und das Endergebnis seht ihr gleich. So, hier ist das Endergebnis. Das mit den Spritzern ist eigentlich eher zufällig entstanden, weil mir das bei einem der Kleckse so passiert ist, in Anführungszeichen. Und dann habe ich gedacht, das sieht gut aus. Habe überall noch mal ein bisschen Farbe nachgegeben, nachgegossen und noch mal kräftig geblasen, sodass ich noch mehr von diesen Spritzern erhalten habe. Und das ist das fertige Bild. Ich hoffe, das Bild gefällt euch. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ihr gebt mir einen Daumen hoch, abonniert vielleicht meinen Kanal, kommentiert, teilt und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Folge von Acrylic Pouring Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Gleich kommt noch ein Close-up, wie immer. Hier ist das Close-up. Blau, hellblau, grün mit etwas Gelb. Gelb geht ins Orange. Und Orange geht ins Rot. Und dann wieder Violett und hellgrün, hellblau. Ihr seht, diese Farben all in one machen Zellen, wenn man sie nicht zusammenlaufen lässt, werden sie auch nicht braun. Ich werde sie also doch aufnehmen in meinen Amazon-Shop, obwohl, wie gesagt, sie sind sehr teuer. 5 € pro Fläschchen. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht, dass ich das Blasen selbst nicht mitgefilmt habe. Es soll ja jeder dann auch mit den Farben machen, was er am schönsten findet und was leicht zu realisieren ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.